Was ich aus meinem Motorradunfall gelernt habe. Fast 3 Monate sind jetzt vergangen, seit meinem Motorradunfall. Am 3. Mai 2026. Damals habe ich gesagt, dass ich in etwa 6 Wochen wieder da sein werde. Und heute stehe ich hier und merke, das Leben spielt manchmal ganz anders. Und es läuft nicht immer nach Plan. Manchmal braucht Heilung einfach mehr Zeit. Manche braucht nicht nur der Körper Zeit, sondern auch der Kopf und das ganze innere System. 3 Monate kein Social Media. 3 Monate echte Ruhe. Ich glaube, genau das ist die erste wichtige Lektion, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Man kann sich Zeitpläne setzen, aber das Leben fragt nicht gerade, ob sie passen. Ich habe in dieser Phase sehr deutlich gemerkt, dass ich nicht nur körperlich verletzt war, sondern dass mich der Unfall auch innerlich ausgebremst hat. Und vielleicht war das auch notwendig. Denn wenn so etwas passiert, dann wird man plötzlich gezwungen, Dinge neu zu betrachten und sich selbst, den Alltag, die Arbeit, die Pläne und auch die eigenen Ziele nimmt man dann mit anderen Augen wahr. Und genau das ist bei mir dann passiert. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gefragt, was will ich eigentlich wirklich, wirklich im Leben? Nicht nur, was funktioniert, nicht nur, was erwartet wird, nicht nur, was mich irgendwie weiterbringen könnte, sondern was ist wichtig? Was gibt mir Sinn? Und was möchte ich in den nächsten Jahren aufbauen? Diese Fragen haben bei mir viel ausgelöst. Vielleicht auch deshalb, weil ein Unfall auch etwas sehr Grundsätzliches mit einem macht. Plötzlich ist nicht mehr alles selbstverständlich. Plötzlich wird klar, wie schnell sich Sicherheit verändern kann. Ich war abhängig von all den Menschen. Ich konnte vieles nicht mehr selbstständig. Und als Selbstständige nicht mehr arbeiten können, heißt oft auch, dass kein Geld mehr reinkommt. Und das bedeutet viel Unsicherheit. Und das hat mir gezeigt, dass ich meine Prioritäten anders setzen muss. Blut ist bei meinem Unfall zum Glück nicht viel geflossen, aber ich habe gespürt, dass Kranksein viel entspannter ist, wenn das Geld trotzdem weiterfließt. Und das hat mir die Augen geöffnet, dass ich etwas verändern sollte. Nicht wieder zurück in meinen alten Trott springen. Ich möchte nicht nur einfach funktionieren. Ich möchte etwas aufbauen, das nachhaltiger ist. Etwas, was mich trägt. Auch wenn ich krank bin. Oder auch vielleicht irgendwann schwanger. Etwas, was auch dann weiterläuft, wenn ich mal keine Energie habe und eine Pause brauche. Genau deshalb habe ich beschlossen, jetzt eine Community online aufzubauen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Schritt, denn ich möchte Menschen nicht nur dann etwas anbieten, wenn ich gerade voll verfügbar bin. Ich möchte etwas schaffen, das Bestand hat. Etwas, was auch dann da ist, wenn mein Alltag mal nicht so planbar ist, wie es zum Beispiel meine Bücher für euch sind. Ich glaube, das ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die Menschen, die mir folgen und mit mir in Kontakt sind. Und das ermutigt mich, immer wieder zu sehen, wie viele Menschen das sind. Wie viele Menschen meine Arbeit schätzen. Auch das Revue passieren zu lassen, hat mir in meinem Krankenbett sehr gut getan. Diesen Monat kommt als Beispiel mein längster Kunde wieder für ein Coaching zu mir nach Zypern, der 2016 das erste Mal bei mir war. Und auch die Airbus-Mitarbeitenden waren von meinem Vortrag am Anfang des Jahres so begeistert, dass Airbus mich jetzt für ein nächstes Event haben möchte. Und dieses Jahr werde ich mein 10-jähriges Jubiläum feiern. 10 Jahre selbstständig und noch am Leben. Derzeit begleite ich eine Frau hier in Zypern, die ihren Sohn durch einen Quad-Unfall verloren hat. Er war nur 3 Jahre älter als ich. Was für ein Glück also, dass ich meinen Unfall noch so heile überlebt habe. Nur diese Narbe wird mir als Erinnerung bleiben. Der Unfall hat mir also gezeigt, dass ich Dinge anders denken muss. Nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Nicht nur reaktiv, sondern strategisch.
Nicht nur, was kann ich heute posten, sondern was will ich in Zukunft wirklich geben? Woran sollen die Leute sich erinnern, wenn sie an mich denken? Was verknüpfen sie mit mir? Und ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis. Denn manchmal läuft man im Alltag einfach weiter. Man arbeitet, man produziert, man reagiert, man macht Termine, man beantwortet Nachrichten, man macht Social Media. Man versucht allem irgendwie gerecht zu werden. Aber wenn dann etwas passiert, wird man gestoppt. Und in diesem Stopp liegt manchmal eine große Chance. Ich habe in dieser Zeit auch gelernt, dass Schwäche nicht bedeutet, dass man aufgibt. Schwäche kann auch bedeuten, dass man ehrlich wird, ehrlich mit sich selbst, ehrlich mit dem eigenen Körper, ehrlich mit der eigenen Energie und ehrlich mit der Frage, was gerade wirklich möglich ist. Das ist zwar manchmal eine harte Wahrheit, die ist nicht immer angenehm, aber sie ist gesund. Ich habe in meinem Video vor meiner Pause gesagt, ich bin in 6 Wochen wieder zurück. Und ein Teil von mir wollte das am Anfang auch unbedingt. Aber als dann Ruhe in meinen Alltag hineinkehrte, habe ich gespürt, dass ich einfach wirklich keine Lust auf Social Media habe. Und ich habe diesem Gefühl vertraut. Und jetzt sehe ich, es war gut, dass es länger gedauert hat. Nicht, weil der Unfall etwas Schönes wäre, sondern weil ich dadurch einfach gezwungen war, tiefer hinzuschauen. Mich zu fragen, was ich wirklich will, wie ich arbeiten will und was für ein Leben ich überhaupt führen möchte. Und ich glaube, genau deshalb ist dieses Comeback-Video für mich nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Neustart. Ich möchte in Zukunft bewusster mit meiner Energie umgehen. Ich möchte Inhalte machen, die mir wirklich entsprechen. Ich möchte eine Struktur aufbauen, die auch funktioniert, wenn das Leben mal dazwischen funkt. Deswegen sage ich auch ganz offen, in den nächsten Wochen werde ich mich vor allem auf Shorts fokussieren. Ich werde noch keine längeren Videos drehen, weil sie mich im Moment einfach zu viel Zeit kosten. Und das möchte ich gerade wirklich nicht auf eine Weise machen, die mich überfordert. Was ich außerdem mitgenommen habe, Dankbarkeit. Ganz viel Dankbarkeit für meine Gesundheit, für die Menschen, die mich unterstützt haben, die Ärzte und KrankenpflegerInnen, die sich um mich gekümmert haben, für die Nachrichten, die Genesungswünsche und die Geduld und das Verständnis und auch dafür, dass ich jetzt heute wieder hier stehe und mit euch sprechen kann. Ich glaube, nach so einem Unfall sieht man Menschen und Beziehungen nochmal anders. Man merkt, wer da ist, wenn es schwierig wird. Man merkt, wie wertvoll echte Unterstützung, echte Freundschaft ist. Und man merkt auch, dass man selbst nicht alles alleine schaffen muss. Was mir schwer fiel einzugestehen. Vielleicht ist genau das auch etwas, was ich euch mitgeben möchte. Manchmal ist das Leben nicht dazu da, uns zu beschleunigen. Manchmal ist es da, um uns zu sortieren und zu entschleunigen. Um uns zu fragen, ob wir auch wirklich in die richtige Richtung laufen. Und wenn nicht, dann dürfen wir korrigieren. Für mich war dieser Unfall also nicht nur ein Einschnitt, sondern auch ein Wendepunkt. Ich habe gelernt, langsamer zu sein. Ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen. Ich habe gelernt, meine Energie ernster zu nehmen. Und ich habe gelernt, dass ich etwas aufbauen will, das langfristig trägt. Für mich und für euch. Ich freue mich sehr, dass ihr noch da seid. Ich freue mich, dass ich zurück bin. Und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet. Schön, dass ihr da seid.